Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte tatsächlich auf meinem Main ein bisschen Probleme gehabt mit der neuesten wöchentlichen Aufgabe, die wir hier beim Gaukler Goblin bekommen haben. Und zwar musste man ja hier gewisse Ressourcen aus der Festung kriegen oder XP aus der Akademie abholen. Das war kein Problem, allerdings, und die Festungskämpfe auch nicht, allerdings Steine und Holz zutage befördern war ein bisschen problematisch gewesen, weil meine Bestände ja auf dem Server komplett vollgelaufen sind und ich dahingehend so gut wie gar keine Ressourcen irgendwie verdienen kann, großartig. Es sei denn, ich werde mal angegriffen und dann klauen irgendwelche Leute aus meinem Lager halt irgendwie Ressourcen und das regeneriert dann darüber wieder nach. War auf jeden Fall ein bisschen mühselig. In dem Video wollte ich euch jetzt mal einen kleinen Trick zeigen, wie ihr das Ganze ein bisschen beschleunigen könnt. Das Ganze habe ich tatsächlich erst heute Nacht durch Nocto von W50 aus der Holzfällerhütte erfahren. Und bevor ich euch das zeige, wollte ich nur noch mal sehr kurz darauf hinweisen, und zwar startet ja jetzt auch bald der Server EU15 und hier haben sich schon sehr viele Leute auf dem Discord-Server zusammengefunden, die auf dem Server starten. Also so wie es mir vorab vorkommt, haben wohl sehr viele Leute Interesse daran, auf dem Server durchzustarten, und wenn ihr noch nicht wissen solltet, wo ihr hingeht oder was ihr macht auf dem Server, könnt ihr natürlich sehr gerne auf den Link in der Videobeschreibung auf meinen Discord joinen und hier in der Rubrik Gilden und Spielersuche eine Gilde suchen oder halt eben Spieler für eure Gilde. Könnt ihr sehr gerne reinschreiben. Da sind tatsächlich schon viele am Austauschen und das zeigt immer so ein bisschen für mich auf, dass auf jeden Fall der Server ein bisschen belebter wird als die anderen. Da war nämlich nicht ganz so viel los gewesen. Deswegen, da sehr gerne mal vorbeischauen. Ist immer das Wichtigste, dass man vorab schon eine Gilde parat hat, damit man zum Serverstart gut aufgestellt ist. Genau, und zwar, die Ressourcen bekommen. Ne? Wenn wir jetzt in die Festung gehen hier, ich bin jetzt auf EU11, jetzt gerade Random Server, nicht wundern. Aber hier habe ich meine Aufgabe noch nicht weiter gespielt, deswegen kann ich es hier am besten demonstrieren. Und zwar ist das zwar ein bisschen Ressourcen-Waste, ja, allerdings bekommt ihr halt eben so eure Aufgabe schnell zusammen, wenn ihr eure Mine natürlich schon ein bisschen höher haben solltet. Ne? Auf Edelstein-Mine Stufe 2 bringt das wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel. Allerdings könnt ihr hier einen Edelstein suchen. Ja, die Kosten dürft ihr jetzt mal dafür nicht nehmen. Und wenn ihr hier das Ganze startet und die Suche abbrecht, ja, dann bekommt ihr 75% der investierten Ressourcen gut geschrieben. Also ihr verliert 25%. Und bei dieser wöchentlichen Aufgabe zählen tatsächlich alle Einkommensquellen dazu, die ihr an Holz und Stein regeneriert, und das halt eben zählt mitunter halt auch dazu. Und wenn wir jetzt mal hier einmal reinschauen, dann sehen wir, aha, okay, hier wurden 2 gut geschrieben und hier 7, ja, 2 Steine und 7 Holz. Und wenn ihr das Ganze natürlich ein bisschen mit einer höheren Mine macht, wir können ja mal das Ganze ein bisschen mal skippen, sodass wir noch zumindest Ressourcen über haben für ein paar Steinchen, damit ich das hier einmal euch auch demonstrieren kann. Jetzt wird es, glaube ich, schon bald ein bisschen... einmal können wir noch. So, zack. Und wenn wir jetzt hier einen Stein suchen, und hier die Suche abbrechen, ja, dann kriegen wir zwar Ressourcen wieder. Es ist natürlich ein Waste, ne? Hier kostet jetzt schon ein bisschen mehr an Ressourcen. Allerdings könnt ihr halt eben so euch die Aufgabe relativ einfach, falls ihr das nicht schaffen solltet, gut schreiben lassen, weil, wie gesagt, auf älteren Servern, da kommt ihr halt nicht mehr großartig so an Ressourcen so schnell, ne? Es zählt, glaube ich, auch jetzt sowas wie Glücksrad oder sowas, aber wenn man da halt eben Pech hat und halt eben kein Holz oder Stein bekommt, dann kann das mitunter schon echt knapp werden. Also das war tatsächlich schon relativ knapp auf meinem Server. Da haben wir ja jetzt nur noch einen Tag Zeit, weil der Server ja einen Tag immer vorgeht, und hier habt ihr zumindest jetzt noch 2 Tage Zeit. Und ich sag mal so, es ist zwar ein Waste an Ressourcen,
Aber auf den Servern, wo ihr halt eben ja, eh keine Ressourcen mehr benötigt, ist es ja auch egal, ob ihr jetzt nun ja, Ressourcen wastet oder nicht, weil ihr braucht ja so vom Ding her eh keine Ressourcen mehr. Also von daher ja, kann man das ganz gut machen. Ne? Kann ich ja auch mal ganz kurz auf meinem Main zeigen. Also hier, ne, ihr seht auf jeden Fall, das funktioniert. Auf meinem Main ist das Ganze natürlich, wenn wir jetzt hier einen Stein suchen, das kostet natürlich jetzt schon ein bisschen mehr Ressourcen. Ich hatte jetzt, glaube ich, warte mal, ich hatte jetzt gar nicht geguckt gehabt. Wenn wir jetzt hier, wie viel brauchen wir hier? 4,5 Millionen und 1,5 Millionen Steine. Also ja, hier kriegt man auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Hier seht ihr tatsächlich, dass es bei mir sich ein bisschen regeneriert hat. Beziehungsweise hier laufen gerade die Ressourcengebäude voll. Das liegt daran, dass ich halt eben ja keine Verteidigung auch hier auf dem Server ausgebaut habe, damit halt eben hier meine Hauptressourcen nicht angegriffen werden, sodass ich halt eben ja, einen Teilschutz habe, der momentan gerade nicht aktiv ist, warum auch immer. Auf jeden Fall, ist das eigentlich der Grund dafür. Und wenn hier halt was regeneriert wird, dann kriegt ihr halt eben bei den Aufgaben hier auch das Ganze gut geschrieben. Hier habe ich das, wie gesagt, schon heute soweit fertig gemacht, aber hier war jetzt auch nur noch ein Tag übrig. Ja, man kommt eigentlich relativ gut hin, sag ich mal, mit der Zeit, innerhalb von einer Woche das Ganze hier so fertigzustellen. Aber falls ihr halt eben doch so ein bisschen Probleme dabei haben solltet, dann kann man sich das sehr gerne natürlich auch zur Hilfe nehmen. Ne, im unglücklichsten Fall hat man halt eben, ja, da, sag ich mal, Pech gehabt und man verpasst da irgendwie ein Bier und das wäre natürlich sehr schade. Ansonsten muss ich sagen, war das eine sehr coole wöchentliche Aufgabe, die auch gut Gold gegeben hat. Also zweimal 320 Millionen Gold, das schmeckt schon ordentlich oder hat ordentlich geschmeckt und nochmal dann hier 80 on top plus ein Bier nochmal obendrauf. Das war schon eine super Aufgabe. Wir sind jetzt mittlerweile auch hier schon über 340.000 Ausdauer, was natürlich auch schon mal ein Leckerbissen ist, sage ich mal so. Und ja, hier geht es auf jeden Fall weiter voran. Werde hier natürlich noch gleich weiter durchziehen. Ich hatte kurzzeitig überlegt gehabt, ob ich auf 350k bleibe und dann weiter auf Int gehe, aber ich werde hier erstmal die Ausdauer auf 400k hochziehen und dann auf 600k Intelligenz dann nachziehen. Ne? Das erstmal so weit zu meinen Plänen, die ich hier habe auf dem Server. Ja. Dann habe ich mir auch noch für die folgenden Tage, ich weiß nicht genau, wann ich das machen werde, vielleicht schon morgen, keine Ahnung, mich juckt es auf jeden Fall in den Finger, und zwar beim Sandkastenwurm. Ja, der Gegner, der ist tatsächlich wirklich sehr, sehr gut machbar. Vielleicht zeige ich euch den, ja, mal gucken, vielleicht morgen oder so, in einem ja, speziellen Video dafür, dass wir dann vielleicht nochmal bei den Gegnern hier reingehen, weil die Chancen sind schon mittlerweile echt gar nicht so verkehrt. Und ja, sind im Bereich des Möglichen, wo man das Ganze auf jeden Fall mal tryen kann. Ich hatte ja gesagt gehabt, ich will mit denen ein bisschen aufsparen für einen Notfall, falls es soweit sein sollte, dass ja, wir was in der Hinterhand haben, wenn es knapp wird mit Stufe 700 bis zum nächsten Legendary Dungeon. Ich muss mal schauen. Ja, ich denke mal, ich sollte das so oder so packen von der Zeit her, dass sich das ausgeht mit dem LD und Stufe 700, dass es egal ist. Ich meine, es macht jetzt sowieso nicht so viel aus. Ne? Meine Denkweise war halt nur gewesen, man nimmt den Dungeon halt später, damit man länger ein bisschen bessere Erfahrung hat auf der Stufe, weil wir bekommen auf Stufe 700 bzw. 699 weniger XP als auf der Stufe jetzt hier, aber das ist ja wirklich so marginal. Ich glaube, das macht nicht wirklich einen großartigen Unterschied aus. Deswegen werden wir den morgen oder die Tage, je nachdem, mal gucken, wie sich das anbietet, auf jeden Fall mal versuchen, den Sandkastenwurm. Ja, der nächste Gegner dann in der Monstergrotte. Und dann werde ich euch auch mal die Prozente dort zeigen, wie es da momentan aussieht. Und ja, mal schauen. Vielleicht besiegen wir ihn, vielleicht auch nicht. Ne? Und dann wären wir schon bei der 7 von 10 hier in der Monstergrotte. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, da wird es dann nachher dann erst was werden, wenn wir uns neu equipped haben auf dem Char hier. Ich denke, dann werden wir auch reelle Chancen haben, noch ein bisschen weiterzukommen vielleicht in diesem Dungeon. Aber das wird sich dann zeigen, wenn es dann halt wirklich soweit ist. Ne? Ja,
ansonsten denke ich mal, soll es das erstmal soweit für das heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat und es euch ein bisschen weiterhelfen konnte, dann würde es mich natürlich sehr freuen. Oh, ich sehe gerade, wir haben auch hier mit Celtic die 100k Ehre jetzt hier gerade bekommen. Das ist natürlich auch ein nettes Achievement. Das ist mir jetzt gerade so zufällig aufgefallen. Das sieht man natürlich auch nicht alle Tage, ne? Das ist ja nicht verkehrt. Ja, Celtic for the win auf jeden Fall. Grüße gehen raus hier an die Gilde. Und genau, das erstmal soweit dazu. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns vielleicht heute Abend im Livestream. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Danke für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.